Ich habe sehr viele muslimische Freunde, ich habe aber noch nie die Möglichkeit gehabt, wirklich eine Moschee von innen zu sehen. Und deswegen finde ich das toll, habe das heute gesehen im Internet, mich ins Auto gesetzt, sofort losgefahren, um hier sein zu können. Ich habe ein ganz tolles Tuch bekommen und trage das zum ersten Mal und bin ganz happy, weil ich ganz zugehörig mich fühle und das finde ich schön. Bismillahirrahmanirrahim. Ich bin das erste Mal bei sowas gewesen und ich finde es erstmal hochspannend, in eine Moschee reingucken zu können. Ich habe das vorher nicht gemacht. Ich finde die Moschee wunderschön und ich war jetzt zur Gebetszeit eben da und fand es sehr beeindruckend, muss ich gestehen. Also nein, muss ich nicht gestehen, sondern ich muss einfach sagen, ich fand es sehr beeindruckend, weil es so... Ich habe es nie vorher gesehen und es hat mich berührt, muss ich sagen. Ich denke, dass alle solche Veranstaltungen, wo man Türen öffnen, so sonst geschlossene, also wo man sich nicht so offen fühlt, dass man reingehen kann, ist ganz gut. Ich war öfters in Moscheen, weil ich in ein Land auch wohne, wo Islam der Hauptglaube ist, in Gambia. Und ich denke, es ist also wirklich toll, dass das gemacht wird. Es ist schade, dass es ein Tag im Jahr ist. Ich weiß nicht, wie es in der christlichen Kirchen hier in Hamburg ist oder in Schweden oder in den Synagogen. Weiß ich wirklich nicht, wie es ist, ob das auch nur ein Tag im Jahr ist, offen. Mein Blickwinkel an dem muslimischen Glaube ändert sich gar nicht. Ja, wie jedes Jahr veranstalten wir auch dieses Jahr am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober den Tag der offenen Tür. Das ist für uns ein willkommener Anlass, um vielen Erstbesuchern die Möglichkeit zu bieten, sich mit dem Islamischen Zentrum Hamburg und mit einem dialogfreundlichen und auf Basis von das gemeinsame Miteinander und Füreinander orientierten Dasein in Hamburg kennenzulernen, den Islam kennenzulernen, sich kulinarisch, aber auch kulturell auszutauschen und die Möglichkeit zu verschaffen für weitere Folgeveranstaltungen. Ich fand das super interessant heute. Ich bin oft hier in der Gegend an der Alster und bin in meiner Moschee vorbeigelaufen. Bisher habe ich es noch nie geschafft, reinzukommen. Ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass die 7 Tage die Woche offen ist und dass man immer rein kann. Also ich fand es sehr interessant. Auch interessante Fragen wurden gestellt, die sehr gut erläutert wurden. Ich fand auch den Herrn, der die Führung gemacht hat, sehr eloquent und wirklich sehr, sehr gut, wie er die Sachverhalte erklärt hat. Also für mich hat es sehr viel gebracht und ich finde so einen Tag der offenen Tür auf jeden Fall eine hervorragende Sache, um auch weiteres Verständnis für den Islam hier in Deutschland zu schaffen. Also immer weiter so, finde ich super. Ich würde nächstes Mal auch gerne wiederkommen. Der Tag der offenen Moschee, der hat mir sehr gut gefallen. Die Führung in der Moschee war sehr interessant. Und die Ausführungen von demjenigen, der die Führung gemacht hat, das war der Mitarbeiter von der Islamischen Akademie, der die Dialogabteilung leitet. Das fand ich sehr interessant und er hat das auch sehr begrifflich dargestellt, was bestimmte Kernelemente des Islams ausmacht und wie es im Verständnis der Islamischen Akademie eigentlich zu interpretieren ist. Ich denke genau wie der Vorredner, das ist schon wichtig, dass man sich offen macht, einen Tag der offenen Moschee und die Grundlagen des Islam deutlich macht, die ja in der heutigen Mediengesellschaft völlig verzerrt und falsch dargestellt wird. Insofern ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man sowas macht wie heute hier. Nur es ist im Grunde genommen ein Tropfen auf den heißen Stein gegenüber dem, was in der Presse und was in den Medien läuft. Das ist das leider so.
Ich finde das schön, wenn Moscheeverbände sich öffnen und Menschen unterschiedlicher Religion, Konfession zusammenkommen. Und das ist eine Gelegenheit hier. Und von daher begrüße ich das. Ich finde das richtig toll. Und auch hier, wenn man sich umguckt, man sieht ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Ländern, sicher auch mit unterschiedlichen Religionen. Und das ist für mich ein tolles Beispiel, wie Menschen gut zusammenleben können, auch wenn Unterschiede da sind. Ne? Ich finde das toll. Ja, also wir sind hier spontan vorbeigegangen, aber hat sich auf jeden Fall total gelohnt, hierher zu kommen. Ich habe die hier schon öfters gesehen, war aber wie gesagt noch nie in der Moschee drinne und deswegen war das halt sehr neu für uns mit den Gebeten, dass die Frauen hinten stehen müssen. Das kannten wir natürlich alles gar nicht. Dass wir hier Essen probieren durften mit dem Henna. Also es gibt ja halt viele verschiedene Ideen, die wir heute testen konnten. Ich bin ganz spontan hier vorbeigekommen. Ich hatte irgendein Poster gesehen gestern und fand es interessant, weil ich noch nie hier in der Moschee war. Und eine echt spannende Veranstaltung. Also ich kenne das Gebäude nur von außen und war ganz erstaunt, wie hübsch das innen drin ist. Also sie scheint sehr traditionell zu sein, sehr, sehr schöne Architektur. Und hier auch die Aktionen fand ich klasse draußen. Also das Essen war klasse, ich wurde hier mit Henna bemalt und ja, war eine coole Aktion. Also ich finde das sehr schön hier und ich finde es sehr wichtig, dass muslimische Organisationen solche Veranstaltungen anbieten. Und ich muss sagen, es hat mir wieder die Augen geöffnet, wie wenig ich über den Islam weiß und wie häufig dieses Nichtwissen zu Missverständnissen führt. Und deswegen, glaube ich, ist es ungeheuer wichtig, solche Veranstaltungen eben durchzuführen und natürlich auch für alle Nichtmuslime, die auch zu besuchen. Und dazu kann ich nur auffordern, weil ich finde es bereichernd, eben es zu sehen, diese Gebäude, aber auch die Inhalte zu hören. Ich habe an einer Führung teilgenommen, wo ich viele wissenswerte und interessante Dinge gehört habe. Ja, also sehr, sehr schöner, sehr interessanter Nachmittag. Es war interessant zu sehen, wie die Moschee überhaupt aussieht. Man hat sich immer gefragt, wie sieht's da drin wohl aus? Die Fragen, oder besser gesagt die Antworten auf die Fragen fand ich sehr, sehr gut und sehr geschickt formuliert. Oft war es ja doch ein bisschen provokativ gefragt, was ich stellenweise fast ein bisschen sehr kritisch, sehr provokativ fand eben, dass man also doch häufig hinterfragt, was hier eigentlich passiert und gar nicht so sehr wirklich erstmal schaut, was hier überhaupt passiert. Ansonsten auch mal die Bibliothek zu sehen, was überhaupt gemacht wird, was diese Arbeit hier angeht. Ja, rundherum wirklich sehr interessant und informativ. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich finde es eine unfassbar schöne Gelegenheit, sich einander besser kennenzulernen. Ich habe sehr viele muslimische Freunde, ich habe aber noch nie die Möglichkeit gehabt, wirklich eine Moschee von innen zu sehen. Und deswegen finde ich das toll, habe das heute gesehen im Internet, mich ins Auto gesetzt, sofort losgefahren, um hier sein zu können. Das heißt, mein Feedback, um das nochmal auszuschmücken, ist total gut, weil ich sehr viele offene Menschen getroffen habe und wir sind uns alle gleich und sehr, sehr ähnlich. Ich habe ein ganz tolles Tuch bekommen und trage das zum ersten Mal und bin ganz happy, weil ich ganz zugehörig mich fühle und das finde ich schön.